Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Christian, wer hier neu auf dem Kanal ist, und ich bin zusammen unterwegs mit meiner besseren Hälfte, Melanie, die hier schon durch das Gestrüpp marschiert, und ihr könnt ein bisschen schon hier die Umgebung genießen. Wir haben heute Bombenwetter und wir haben eine Menge Ruinen. Ja, uns hat es mal wieder zum Obersalzberg in Bayern verschlagen. Hitlers Urlaubs- und Wohndomizil. Und wir hatten euch ja damals versprochen, ich werde das Video hier auf jeden Fall noch mal einblenden. Wir hatten ja einen ersten Teil zum Obersalzberg gemacht und euch verschiedene Objekte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und an den ganzen Baumaßnahmen, die hier stattgefunden haben, gezeigt. Wie gesagt, ich blende das hier noch mal ein, wer das verpasst hat oder vielleicht vorhat, hier in diesem Bereich mal aufzubrechen, kann sich das gerne anschauen. Und heute wollten wir einen zweiten Teil drehen. Wir haben uns hier ein paar Tage freigenommen und wollten jetzt hier noch einige interessante Anlagen anlaufen, die, sage ich mal, jetzt nicht mega streng geheim sind. Es ist auch immer so personenbezogen, absolut subjektiv, ob jemand was kennt oder nicht kennt. Aber viele Objekte, sage ich mal, die der Otto-Normalbesucher am Obersalzberg und Berchtesgaden vielleicht nicht kennt. Und die wollen wir euch alle noch mal zeigen, wollen euch noch ein bisschen was zum Background, zu der Geschichte erzählen. Und ach ja, ich fange jetzt nicht an, hier lange eine Einführung zu machen. Es geht direkt los, also bleibt dran. So, wie gesagt, wir haben hier schon die ersten Ruinen, denn wir befinden uns hier zwischen der Siedlung Klaushöhe und Buchenhöhe, müsste das heißen. Und zwar, glaube ich, in diese Richtung geht das. Und zwar Klaushöhe damals war eine Siedlung der SS oder ja, der Elite, sage ich mal, hier am Obersalzberg, die da oben praktisch ihre Häuser gebaut haben und so weiter. Und es gab ja diese ganzen Baumaßnahmen erforderten ja auch entsprechende Lager, wo die Arbeiter, die hier beschäftigt gewesen sind, ja auch irgendwie unterkommen mussten. Und es gab halt mehrere Lager. Und ein Lager war dieses Riemer-Lager, was sich halt zwischen Klaushöhe und Buchenhöhe verbirgt. Und man sieht halt da noch ein paar Reste. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, weil es ziemlich nah an der Klaushöhe ist, ob das bereits schon dazugehört oder ob diese Objekte vielleicht sogar noch einen anderen Hintergrund haben. Aber auf jeden Fall können wir die in dieser Zeit halt auch einordnen. Gehen hier einfach mal so durch. Also ist hier alles betoniert hier komplett. Es hat halt so diesen typischen Anschein einer Baracke. Es gab hier auch noch diverse Wasserreservoirs. Also wir werden heute noch einige Sachen hoffentlich anlaufen können und sehen können. Aber das ist auf jeden Fall hier eine Baracke und muss zu diesem Arbeitslager gehören. Also es erstreckt sich schon einige Meter in diese Richtung auch. Und Melanie ist hier an einem zweiten Objekt. Und wir sind hier gerade über die Straße hier ganz steil jetzt hier diesen kleinen Berg hoch. Und da ist mir vorhin auch irgendwo was aufgefallen. Wo sind wir denn gerade noch mal hochgekommen? Ja, hier sind wir hochgekommen. Und da fiel uns schon dieses Relikt hier ins Auge. Also auch hier sind immer noch zahlreiche Kleinstrelikte irgendwo verstreut. Da werden wir höchstwahrscheinlich immer wieder drauf treffen. Und jetzt schauen wir uns jetzt mal dieses Objekt hier an. Die wir jetzt hier sehen können von dem Lager Riemerfeld. Und wie gesagt, hier sind die Bauarbeiter untergekommen und es gab halt auch ein unterirdisches Wasserreservoir. Und man kann hier noch sehen, hier ist sogar noch eine Betondecke drüber. Also nicht nur Holz, also auch das Lager hat man schon massiv gebaut. Aber es wurde alles hier massiv, auch die Siedlungen Klaushöhe und Buchenhöhe wurden am 25. April ja auch sehr stark von der Royal Air Force bombardiert. Man hat das dann die
die Siedlungen nach dem Krieg entsprechend wieder aufgebaut. Die waren sogar während des Krieges im späteren Abschnitt sogar getarnt, die Häuser, also mit Tarnfarbe bemalt. Aber das ist sehr mystisch hier. Guck mal, da unten geht es sogar noch irgendwie weiter. Wie gesagt, hier soll es noch ein unterirdisches Wasserreservoir geben. Außer im ganzen Obersalzberg gibt es auch so kleine bunkerähnliche Objekte. Das sind alles so Wasserreservoirs. Ja, hier kommen wir auch von der anderen Seite rein. Da brauche ich nicht durchkriechen. Aber ihr seht hier auch, hier sind überall noch alte Kabel zum Teil. Es ist alles schon abisoliert. Ja. Und diese Arbeiter waren ja zum Beispiel an diesen Alpenstraßen hier auch zugange, die man hier zum Königssee und so weiter, also diese Panoramastraße, die ja heute hier noch wunderschön existiert, da waren die auch zugange und haben da gebaut. Also das ist hier wirklich alles an dem Hang errichtet worden. Und wir können jetzt hier von der höheren Position einmal genau sehen, wie jetzt so der Schnitt von der Baracke hier gewesen ist. Oder vielleicht auch ist das schon ein Teil von dem Wasserreservoir, weil diese zweite Reihe hier sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil es da gar keinen Durchgang gab. Nur da vorne ist im Prinzip eine Tür. Ja, und im Endeffekt haben wir jetzt hier 1, 2, 3 von diesen Objekten. So, wir sind jetzt ein bisschen weiter gegangen und ja, stehen jetzt hier vor einem ehemaligen Wasserreservoir, also hier das Pumpenhaus höchstwahrscheinlich, und hier darunter befindet sich das eigentliche Wasserreservoir. Und das war ja hier am Obersalzberg ein ganz ausgeklügeltes System. Also von diesen Wasserreservoirs gab es halt mehrere, die teilweise halt die Aufgabe hatten natürlich der Trinkwasserversorgung und aber auch das Wasser in künstliche Kanäle halt zu leiten, um diese Erosion hier in diesem Gebiet so ein bisschen zu vermindern auch. Das war ein ganz ausgeklügeltes System. Und davon, wie gesagt, findet man noch viele Objekte. Ich glaube, mindestens 3 oder 4 sind mir bekannt. Einige werden sogar heute noch genutzt. Aber das hier in dem Fall ist stillgelegt. Man erkennt jetzt hier auch nur die Fundamente noch. Das Dach ist schon abgetragen, wird höchstwahrscheinlich aus Holz gewesen sein. Wir sehen hier auch in unmittelbarer Nähe Krater, also Einschläge von der Bombardierung im April. Und wir haben hier auch Zugänge in das Wasserreservoir, die man allerdings, das geht ja wirklich tief runter, die man hier auch nur mit einer Leiter oder mit einem Seil erreichen kann. Oh, guckt mal Leute, da liegt schon eine Menge drin. Wir werden jetzt trotzdem gleich mal gucken, ob ich mit einem langen Arm hier für euch mal ein paar Aufnahmen machen kann. Ja, da muss man hier echt ein bisschen aufpassen, ne? Weil es ist nicht gesichert. Also hier waren mal Klappen drauf. Das ist hier ein Schachtzugang und da hinten, wo mein Rucksack liegt, da ist ein zweiter Zugang. Und hier gab es auch unmittelbar halt diesen Einschlag einer Granate. Aber da vorne ist ja noch kleinere, das sieht man auch im Geländeprofil ganz deutlich. Aber wir gehen mal eben erst zu dem Haus.
Dach hier oben ist auch komplett zu, wobei da oben ist eine kleine Lücke. Vielleicht kann man da mal eben gleich gucken. Gehen eben einmal kurz hier hoch rum. Uiuiui. Aufpassen. Ja, hier war nämlich der eigentliche Zugang. Hier erkennt man noch die Treppe. Und es gab auch immer vor diesen Zugängen, habe ich gelesen, bei einigen Anlagen sieht man das auch noch. Da gab es auch solche Bleche, wo die Arbeiter ihre Schuhe praktisch noch mal reinigen konnten, bevor sie halt in diese Kanäle eingestiegen sind, in die Schächte, um das Trinkwasser halt einfach nicht zu verschmutzen. Das war schon wichtig. Aber ja, hier war wie gesagt der Hauptzugang. Hier erkennt man noch die Treppe. Da ging es rein. Und hier im Prinzip wieder hoch. Aber auch hier ist im Prinzip hier das kleine Fenster auch schon mit einer Betonplombe verschlossen. Ich werde jetzt einmal oben drauf klettern, ob da jetzt irgendwas zu sehen ist. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns eben gleich mal die Schächte an, ob ich da mit der Kamera reinkomme und ob wir da was erkennen können. Ja, tatsächlich Leute, auch hier würde man reinkommen. Ganz easy, und hier kann man auch so schon gut was sehen, vor allem wie tief das hier ist. Oh ja, guckt mal Leute. Also es sind 2 Ebenen. Da unten geht es nochmal weiter. Da. Und da hinten könnt ihr so Säulen erkennen. Ich werde mal versuchen, die Kamera umgedreht hier reinzulassen. Und dann könnt ihr das hier euch ein bisschen besser anschauen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. Und die Kamera nimmt vernünftig auf. Das kann ich von hier oben nicht ganz beurteilen, deshalb verzeiht mir. Ihr seht auf jeden Fall jetzt hier einen Vorraum und unten geht es nochmal eine zweite Etage nach unten. Und ihr könnt ganz gut an der Seite erkennen, das war komplett gefliest. Das hat was mit der Hygiene zu tun, um halt einen gewissen Standard zu halten. Die Reinlichkeit, dass das auch, wie gesagt, einfach gereinigt werden kann, sauber ist. Wurden diese Reservoirs entsprechend gefliest. Ihr könnt die Abdrücke noch erkennen an den Wänden. Ne, kann man ganz deutlich erkennen, dass da Fliesen gewesen sind, und teilweise hat man auch noch irgendwie so ein Muster, was man da erkennt. Und da unten seht ihr im Prinzip diese Säulen. Wir werden auch gleich nochmal in die anderen 2 Schächte schauen, die im Prinzip dieses Reservoir da halten, sage ich jetzt mal, die Decke da. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist. So. So, dann gehen wir jetzt hier einmal runter und gehen jetzt hier einmal mit der Kamera in die 2 Schächte, ob wir noch irgendwas sehen. Ja, mit Licht ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal, weil ich nicht so weit mit der Lampe runterkomme, aber ich hoffe, ihr habt jetzt hier noch mal einen Einblick von der Seite. Ihr müsstet höchstwahrscheinlich diese Säulen da erkennen, die das Reservoir hier abstützen. Ja, mehr können wir euch an der Stelle dann auch leider nicht zeigen. Ja, was man jetzt hier schemenhaft durch den Wald erkennen kann, das ist die Buchenhöhe. Das war damals die zweite Siedlung, die man hier oben am Obersalzberg errichtet hat, die jetzt primär für Angestellte, die jetzt hier am Obersalzberg und so weiter zu tun hatten, also jetzt nicht die SS-Angehörigen, sondern sage ich mal die Otto-Normalbürger, die hatten hier praktisch ihre Siedlung gehabt, auch teilweise die Bauarbeiter auch, die hier mit zu tun hatten. Und das zeigt natürlich auch, dass das Ganze hier nicht nur der NS-Obrigkeit um Adolf Hitler errichtet wurde, sondern, sage ich mal, dass sich hier schon sehr viele Menschen nachträglich hier niedergelassen haben, weil man das Personal hier oben natürlich auch brauchte am Obersalzberg. Und wir werden jetzt einmal in diese Richtung runtergehen, weil
sich da auch noch irgendwas verbergen sollte. Mal schauen, was das jetzt genau ist. Habe da jetzt keine genauen Informationen. Also tatsächlich über den Häusern hier finden wir noch weitere Reste von Gebäuden. Hier sehen wir auch noch einen Abzug. Oder? Ne, es ist ein Wasserrohr. Es ist hier alles gesprengt. Jetzt ist die große Preisfrage, was das hier gewesen ist. Ob das auch wieder einer von diesen Baracken wie im Riemerfeld-Lager jetzt ist. Oder ob das sogar ein Bunker gewesen sein könnte. Viel können wir jetzt auch nicht mehr erkennen hier, aber es sind hier auf jeden Fall Reste. Und ja, interessant. Okay, also wir sind jetzt hier zwischen den einzelnen Gebäuden des Riemerfeld-Lagers. Wir sind jetzt aus dieser Richtung hinten gekommen, auf der anderen Straßenseite. Und haben jetzt hier, es geht praktisch da oben weiter mit dem Riemerfeld-Lager. Und dazwischen sind hier auch noch einige Objekte. Entweder gehören die auch direkt zum Riemerfeld-Lager. Weil hier dieses Objekt, hier ist wieder eine Struktur, da irgendwie so ein Anbau. Und dann haben wir hier unten noch, da wo Melanie steht, da befindet sich noch ein Bunker. Sehr interessant, weil wir jetzt nicht genau wissen, welche Zwecke der jetzt erfüllt. Ob das jetzt nur so eine Luftschutzanlage ist. Weil hier muss man auch aufpassen, hier sind jetzt überall ja, kleine Löcher. Kann sein, dass das hier auch schon irgendwie in ein System geht, Schächte sind. Da. Ja, tatsächlich. Das ist hundertprozentig, sind das Luftschutzanlagen. Ja, hier geht's weiter. Da geht es einmal so rum, dass das ein und dieselbe Anlage ist. Ah, sehr interessant. Die hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Okay, ich habe jetzt hier nochmal eben nachgeschaut. Es handelt sich hierbei wirklich um eine Splitterschutzanlage. Also ich vermute ganz stark, wenn das hier in dem Bereich des Riemerfeld-Lagers liegt, also eigentlich liegt es praktisch in der Mitte von dem Lager, gehe ich schwer davon aus, dass das direkt für die Arbeiter gewesen ist, damit die sich halt bei einem möglichen Bombardement hier in Sicherheit bringen können. Inwieweit es dann zum Einsatz kam, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, durch die Bombardierung, dass es doch dass sich doch welche hier aufgehalten haben. Ne? Also man sieht hier auch, hier waren Türen drin, hier liegt jetzt natürlich auch viel Unrat. Und außen die Zugänge, die wurden auch mit Tarnnetzen abgespannt, dass man diese Eingänge halt auch nicht gut sehen kann. Hier an der Seite habt ihr noch so schemenhaft, also Schatten kann man hier erkennen von der Leitung, die hier durchging. Also war auch Licht hier in der Anlage. Ja, keine Ahnung, was man hier gemacht hat. Und das mal irgendwie renovieren wollte. Ja, und dann kommt man hier im Prinzip raus, also der Bereich, der ja hier offen ist. Hallo Melanie. Ja, also mehr ist das hier nicht. Liegen auch noch ein paar. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ja, kann aber auch alles
neuer Müll sein. Auch so viel sieht man jetzt hier nicht, aber es ist ein kleines Beispiel von Bunkeranlagen hier am Obersalzberg. Also dass es auch viele kleine Luftschutzanlagen gab. Da werden wir halt auch noch vielleicht die ein oder andere noch sehen. Das ist wirklich sehr interessant. So, einmal über die Straße und wir finden hier einen Riesendeckel einer Splitterschutzzelle. Und zwar wieder von dem Typ Moll, wo wir euch auch in dem letzten Video einen komplett intakten gezeigt haben. Hier ist nur noch ein Deckel. Und ich habe noch mal nachgelesen, in dem kompletten Sperrgebiet hier um den Obersalzberg, in den einzelnen Zonen und an den Häusern wie von Hermann Göring und so weiter, SS-Kaserne, waren insgesamt um die 30 von diesen Splitterschutzzellen verbaut gewesen. Und ja, hier ist es in dem Fall jetzt nur noch der Deckel, aber trotzdem noch ein Relikt, was hier zu finden ist. Und wir müssen jetzt hier auf diese Anhöhe, weil es hier mit dem Riemerfeldlager nämlich weitergeht. So Freunde, wir sind jetzt hier weiter hoch von dem Deckel von der Splitterschutzzelle sind wir jetzt hier weiter hochgelaufen und hier den Hang hoch erstreckt sich im Prinzip weiter das Lager Riemerfeld. Ich habe das jetzt oder wird vielleicht allgemein in Lager Riemerfeld 1 und hier oben Lager Riemerfeld 2 so ein bisschen betitelt. Hier sind jetzt noch einige Mauern. Da sehen wir nicht mehr allzu viel. Ganz da oben ist, was ich zu Anfang meinte, eins der Gebäude dieser Wasserreservoirs, was halt auch noch genutzt wird. Da können wir auch gleich noch mal hergehen. Hier sehen wir auch wieder massive Einschläge von der Bombardierung durch die Royal Air Force. Hier, also überall, wo sich der Schnee hier drin gesammelt hat, das ist im Prinzip ein großer Krater. So, man merkt auch schon, wenn man hier läuft, das ist hier alles so ein bisschen wie ein Plateau. Und da kommt, glaube ich, schon was. Aha. Meine Güte, also das Lager muss richtig groß gewesen sein. Boah. Also wir haben hier sogar noch relativ intakte Bereiche, die ja wahrscheinlich die Holzfäller auch irgendwie genutzt haben. Das sieht doch schon fast aus wie eine Garage hier. Und hier, hier liegt sogar noch irgendeine Platte. Könnte von einem Ofen sein. Die Aussparung hier oben. Das Ofenrohr. Hier ist sogar noch eine Nummer 6009. Boah, und das hier ist eine Riesenfläche. Meine Herren. Und da hinten geht es weiter. Also hier ist wirklich der Kern von dem Riemerfeldlager. Und gucken wir mal hier oben auf der Mauer. Da haben wir hier einen schönen Überblick von dem Ganzen. Guckt euch das mal an, Leute. Ich glaube, dass das die wenigsten auf den Schirm haben, diese Arbeitslager. Es sind jetzt keine Zwangsarbeitslager, das muss man klar unterscheiden. Es sind Arbeitslager, wo halt die ganzen Arbeiter, die an der Panoramastraße, also an der Alpenstraße gearbeitet haben, an den ganzen Bauwerken, an den Brücken und. Also alles, was hier dazugehörte, auch die Luftschutzanlagen, die sind hier im Prinzip untergekommen. Boah. Ja, gut, es sind jetzt halt nur noch die Fundamente, aber man kann sich jetzt hier ausmalen, wie groß das gewesen ist. Also ich habe gelesen, dass hier mehrere hundert Arbeiter in so einem Lager gewesen sind. Ne? Also das ist auch schon eine Hausnummer, die hier durchgängig geackert haben für die Verwirklichungen des Martin Bormanns und seiner Entourage, beziehungsweise Hitler und seine Entourage hier am Obersalzberg.
Ja, überall sind hier solche kleinen Beton, ja, Aufbauten. Das kann alles, was hier mit den Kanälen zu tun haben, mit der Wasserversorgung, dem Kanalisieren von Wasser vom Berg. Das findet man immer wieder jetzt hier in dem ganzen Bereich. Hier geht es halt weiter. Da, hier, ach, hier ist überall noch. Das ist jetzt auch hier unmittelbar am Riemer Feldlager. Also man findet hier noch so viele Ruinen in den Wäldern. Also das haben definitiv die meisten gar nicht auf dem Schirm. Da. Also das muss auch wieder was mit der Wasserversorgung hier zu tun haben. Das soll schon ziemlich ausgeklügelt gewesen sein. Und man sieht das hier schon. Das sind ja auch einzelne Becken. Ja Leute, ich irre jetzt wieder ein bisschen durch den Wald umher. Ich habe eigentlich das Gebiet, meine ich, von dem Riemfeldlager. Oh, ein bisschen Luft holen, sorry. Riemfeldlager passiert und bin jetzt Richtung Rossfeldstraße gegangen, weil ich eigentlich einen kleinen interessanten Bunker suche. Und dann tun sich aber hier noch weitere Gebäude auf. Also das ist ja Wahnsinn. Und die werden auch immer größer. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch Riemfelder Lager ist. Schau mal. Muss ja irgendwie, aber dann ist das noch deutlich größer und zieht sich praktisch diese Rossfeld-Panorama-Ringstraße hier weiter hoch. Weil von diesem kleinen Bunker, der ist sehr, sehr interessant, gibt es leider so gut wie gar keine, ja, also kaum Fotos. Das ist jetzt das, woran ich mich jetzt ein bisschen festhalte. So Leute, tatsächlich hat sich das ein bisschen schwieriger hier rausgestellt, wie wir eigentlich angenommen haben. Und ja, aber es ist alles gut gegangen. Ich sehe im Prinzip schon den Bunker. Und zuallererst sehe ich hier, ja, eine Betonplatte. Hier muss auch noch irgendwas gestanden haben. Ich kann das hier gut erkennen. So, Melanie geht hier im Prinzip weiter und hier ist das besagte Objekt. Und das haben wir so auch noch nie irgendwie, also diese Machart gesehen. Ich bin jetzt halt wirklich mal gespannt. Es sind auch noch mehrere Bauwerke, also das geht hier mit diesem Riemfeldlager einfach noch weiter. Muss man hier wirklich sagen, da hinten sind noch mehrere Sachen. Hier ist überall Betonplatten liegen hier drin. Boah, und schaut euch das mal an. Krass. Ist auch ganz gut, wenn Melanie mal vorgeht. Dann könnt ihr den Vergleich sehen. Das ist krass, oder? Ja, Leute, wir haben es auch gerade schon mal auf dem Foto gesehen. Der ist viel, viel größer, als wir den Eindruck jetzt hatten von den Fotos. Ihr könnt das ja sehen, jetzt hier an meiner Statur. Und der ist so interessant. Und es wird halt irgendwie ein Spezialbau sein. Wir haben hier wirklich so eine riesen, also das ist einfach noch mal 4-mal so groß wie eine Splitterschutzzelle. Hier praktisch so ein Betonfundament. Von der anderen Seite, das sehen wir gleich, konnten die Soldaten reingehen. Man würde jetzt meinen, das ist jetzt hier eine Schießscharte, aber das ist trotzdem nur Beobachtung, soweit wir das nachgelesen haben. Also es gibt wohl innen keine Montage für ein Waffensystem, für ein Maschinengewehr oder sowas, sondern die konnten halt wirklich hier nur beobachten in 3 Richtungen. Es gibt 3 Seeschlitze im Prinzip und wir können jetzt hier dann einmal rumgehen. Ja, das Ganze wurde halt hier auch gesprengt, dieser Bereich jetzt hier, der an diesen Turm andockt. Das ist im Prinzip der Zugang gewesen. Man kann es hier unten auch erkennen. Es gab hier diesen kleinen Weg,
der hier auch an der Seite hergeführt hat, mit auch irgendwie kleinen Kammern hier unten. Und da wir sitzen jetzt hier auf dem Dach. Ich kann mal versuchen, hier ein bisschen rein zu krebsen. Da liegt leider auch schon wieder ein bisschen Müll drin. Aber das ist auch alles wieder uralt. Ich weiß nicht, wer sich dann immer die Arbeit macht, hier irgendwelchen Müll reinzumachen. Ich weiß nicht, ob da vorne auch die Tür liegt. Ich will nicht wissen, was hier in diesen Tüten drin ist. So, hier. Nee, das ist irgendwas anderes. Ja, auf jeden Fall sieht man, der ist hier gesprengt worden. Aber der Turm ist noch echt gut intakt. Und das ist das, was so besonders ist. So. Und jetzt könnt ihr das hier sehen. Ne? Es gibt hier keinen Aufsatz irgendwie für ein Waffensystem. Man hätte hier vielleicht auch mit einer Pistole rausschießen können. Das hier ist festgerostet. Und das hier ist aber so ein bisschen halb offen, was wir von außen gesehen haben. Ja, und man konnte jetzt hier man hätte jetzt hier nicht so Platz gehabt, auch für ein Gewehr oder so. Höchstens mit einer Pistole irgendwie, aber das ist wirklich nur irgendwie für Beobachtungszwecke gewesen. 3 Schaden. Also ein sehr, sehr merkwürdiger Bau einfach. Und dann konnte man da weiter geradeaus durchgehen und dann gab es an den Seiten noch Kammern. Hier ist noch ein Metallrahmen. Der könnte vielleicht von der Tür stammen. Jo. Und dann ging es hier raus. Ja, hier sind halt irgendwie noch weitere Kammern in diesem Gang gewesen. Es geht hier an der Seite her. Also doch schon sehr massiv das Ganze. Vielleicht auch um diese Straße hier irgendwie so ein bisschen auch zu sperren an der Ecke. So wie eine Art Wachposten mit so einer verstärkten Anlage. Schwer zu sagen. Ja, auch nochmal die Schießscharte. Ja, ich sage ich auch schon Schießscharte, Beobachtung. Wirklich Wahnsinn. Ein riesen Teller hier oben. Also das Gebiet hält weiterhin Überraschungen für uns parat. Wir haben hier eine Treppe ins Nichts. Auch nicht schlecht. Also hier oben wird unmittelbar in der Nähe dieses Bunkers auch ein Gebäude gestanden haben. Und es geht hier noch weiter. Und zwar habe ich hier vorne noch eine Luke entdeckt. Du musst da aufpassen, hier sind auch überall Pins, die hier aus der Erde gucken. Überall solche kleine Sockel. Was ist das denn jetzt hier? Vielleicht ist das wieder irgendwas für die Bewässerung. Könnte auch mal ein Schacht irgendwo gewesen sein, der nach unten ging. Upsa. Jetzt liegt da irgendwie so ein komisches Teil drin. Auch merkwürdig. Könnte auch wieder was für die Bewässerung gewesen sein. So, wir haben jetzt ein bisschen den Standort gewechselt. Und zwar sind wir jetzt auf den Antenberg. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal hier gewesen. Ja, ist halt relativ leicht erreichbar, sage ich mal. Und wir haben jetzt hier schon wieder eine riesige Betonstruktur. Und zwar ist das hier die Theaterhalle gewesen für die Arbeiter, die halt hier in dem Raum beschäftigt gewesen sind, für die allgemeine Unterhaltung. Und zwar hatte man hier Filme gezeigt
Veranstaltungen durchgeführt und so weiter. Alles, was so, sage ich mal, privat nach den ganzen Arbeiten gemacht wurde. Ne? Also sich zusammengesetzt und so weiter. Wie gesagt, Reden wurden hier gehalten. Hatte auch alles irgendwie wieder diesen Propaganda-Effekt und vor allen Dingen die Leute auch bei der Stange halten. Das ist ja immer auch ganz wichtig gewesen. Und 1944 ist das Dach von dieser Theaterhalle auch eingebrochen durch hier eine massive Schneelast, wurde aber 1944 wieder aufgebaut. Aber dann am 25. April, wo ja die starke Bombardierung stattgefunden hat, ist das hier halt auch in Mitleidenschaft geraten. Und nach dem Krieg hat man das Stück weit abgetragen. Das Dach dann hat man, also das Holz von dem Dach, das hat man in dieser Herz-Jesu-Kirche in München dann auch weiterverwendet. Also auch da hat man Material weiterverwenden können. Und was hier noch ganz interessant ist, wir werden das auch gleich mal versuchen herauszufinden. Wie gesagt, auf jeden Fall nicht nachmachen. Hier unten ist noch der Projektionsraum erhalten, also wo die Projektoren drin standen für die Filmvorführung. Und da müsste noch ein Schriftzug zu sehen sein, Rauchen verboten. Ne? Also man sollte natürlich in diesen Bereichen, wo Filmrollen und so weiter gewesen sind, die waren ja auch so einem komischen brennbaren Material, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall Rauchen verboten. So, und ob das noch irgendwo jetzt zu sehen ist, ich habe es zumindest mal auf Bildern gesehen, werden wir mal schauen. Hier liegt leider auch wieder ein bisschen Unrat drin. Ich verstehe das halt auch immer alles nicht, warum man seinen Baumüll hier entsorgen muss. Also das geht mir nicht in die Birne. Okay, ich versuche es mal. Ich gehe auch einmal hier rum. Das ist schon wirklich riesig. Das ist wirklich riesig, ne? Diese Theaterhalle. Also die war nicht klein. Wenn man diese ganzen Betonsockel da hinten sieht, wie weit das geht. Das wirkt auf Fotos und alles halt immer deutlich kleiner. Weil man keinen Vergleich hat, wenn da keine Menschen zu sehen sind oder so. Und hast du es gesehen? Das wäre schade, wenn der weg wäre. Also der war deutlich zu sehen. Wir gucken mal. Oh, ja, der wackelt. Seht ihr das? Halt mal die Kamera still. Der hängt am seidenen Faden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier wurde auch wieder Unmengen Beton trotz alledem versenkt und ohne Ende Moniereisen. Wo könnte das denn sein? So, es wird wieder actionmäßig. Die Schrift muss hier irgendwo sein. Ja, hier ist sie. Hier auf der mir zugewandten Seite hier, wo ich reingekrochen bin. Ha. So, da können wir es erkennen. Ganz groß Rauchen verboten. Das war der Raum, wo die Projektoren drin standen. Für die Filmvorführung. Ja, man sieht hier noch diese gewölbeartigen Durchgänge so ein bisschen auch. Aber mehr ist halt hier auch nicht. Alles andere, was hier drin liegt, ist neuzeitlicher Schrott. Aber das ist noch erhalten. Das finde ich sehr schön. Ja, hier seht ihr den Bereich, wie groß das hier auch ist. Ne? Diese Fundamente. Das ist schon sehr, sehr groß. Aber hier hatten echt einige hundert Menschen Platz. Und hier war, wie gesagt, noch ganz, da gehen wir auch gleich noch hin, in der Nähe das Ankenberg-Lager, das größte Lager mit, wo die Arbeiter sich aufgehalten haben. Und ja, ist dann halt ein relativ kurzer Weg dann auch hier zu diesem Theaterplatz. Da vorne ist auch noch irgendwie eine Luke. Mal eben kurz gucken, ob wir da irgendwie reinschauen können. Ja, nichts mit geheimen Bunkerzugang.
ist nur für die Wasserversorgung. Aber in den Andenberglager soll sich ganz in der Nähe oder darunter auch ein Luftschutzstollen befunden haben. Ich weiß nicht, ob man davon überhaupt noch was sehen kann, weil der wurde auch versiegelt. Aber wäre cool, wenn wir zumindest vielleicht irgendwie das Portal oder so sehen könnten. Er war auf jeden Fall ausgebaut, hatte jetzt nicht so die Qualität, sage ich mal, wie beim Führerbunker oder so. Aber es war eine Luftschutzanlage. So, jetzt sind wir hier am Herz von den Arbeiterlagern angekommen. Hier ist das Anberger Arbeitslager bzw. Lager Ludwighöhe. Und das ist hier das größte Lager gewesen. Wie gesagt, das Herz von dem Ganzen hier am Obersalzberg, wo wirklich hunderte Arbeiter gewesen sind, die sich hier aufgehalten haben. Hier gab es Werkstätten, hier gab es Lagerhallen, hier gab es Unterkünfte, Baracken. Hier gab es eine Menge. Und aus Luftbildern von 45 ist das hier auch extrem zu sehen, wie sich das hier in dem Wald praktisch, also wie es halt zu sehen ist in dem Waldstück hier. Und hier sind wirklich sehr viele Objekte und die sind halt auch alle sehr groß. Man sieht das hier auch schon, auch wenn ich jetzt hier nicht drin stehe, sehr, sehr große Sachen hier oben. Wie gesagt, das fällt einem gleich ins Auge. Und hier sind sogar ein paar Relikte ausgegraben worden oder zusammengesammelt. Ich weiß nicht, ob das öffentlich ist oder ob man das, eine Ausgrabung oder sowas gemacht hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube mal schon, dass das hier auch irgendwie gereinigt wurde, weil auch hier mit den Holzbohlen und so weiter, ich glaube, hier hat man irgendwelche kleinen Schächte und so weiter geschlossen. Hier ist auch ein bisschen Arbeitsgerät, dass man hier hin und wieder was gesammelt und dokumentiert hat. Aber jetzt muss ich mal so filmen, dass ihr nicht geblendet werdet. Hier sind unheimlich viele Nägel. Also das hat man hier wahrscheinlich alles so ein bisschen zusammen gesucht und das wahrscheinlich dokumentiert, was ich ganz gut finde. Ja, hier sind tatsächlich überall so Relikte. Schaut mal hier. Das könnte eventuell von einer Gasmaske oder sowas sein. Ne, hier ist Leder dran. Ich dachte jetzt hier wegen dem, für die Brillen dann in den ABC, in den Gasmasken. Aber hier ist Leder. Das muss was anderes sein. Verschiedenste Blechteile. Das sind solche großen Haken, mit denen man irgendwo was befestigt hat. Tarnnetze beispielsweise. Ja, das ist hier noch eine sehr gut erhaltene Baracke. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Unterkunftsbaracke war oder eher so eine Werkstatt. So, und da wo Melanie gerade eben stand, da gehen wir jetzt auch noch mal eben hin. Da waren jetzt diese ganzen zusammengesammelten Relikte. Das fand ich auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schaut mal hier, diverse Konserven. Das kann sogar von den Amerikanern hier sein. Dann hier, was ist das? Vielleicht so eine kleine Milchkanne oder Ölkanne. Dann hier eine Tasse. Verschiedenes Porzellan. Eine Menge haben die hier zusammengesammelt. Das ist, glaube ich, sogar ein Knochen hier. Ja. Da sieht man sogar noch einen kleinen Stempel, aber nicht viel zu erkennen. Aber Wahnsinn. Ja, wie gesagt, da hinten ist ja dann das Theater und wie gesagt, unter dem Theater, wenn man dann runter geht Richtung Kaserne, ist das, glaube ich, da war auch der Luftschutzstollen für die Arbeiter.
Oh, Melanie hat da gerade geklopft. Die hat da irgendwas gefunden. Müssen wir jetzt auch gleich nochmal hingehen. Glas. Was ist das denn hier? Einfach so ein Alu-Klumpen einfach nur. Das ist ja interessant. Wahnsinn, was hier alles so zusammengesammelt wurde. Ich finde das auch toll, dass man das hier so liegen gelassen hat, damit man sich das angucken kann. So, was hat denn Melanie da gerade erspäht? Oha. Uah. Und? Geht's da rein? Brauchst du nicht aufzumachen? Also hier ging es mal richtig rein. Aber weiter unten, da sickert jetzt das Wasser ab. Oh, was ist das denn für ein Ding? Das muss auch aus der Zeit sein, ne? Oh, hier ist eine Leiter. Ich glaube, da unten, das ist einfach nur zugemacht worden, oder? Was sagst du? Macht ja sonst keinen Sinn, oder? Oder es ist nur so eine Art wie eine Sickergrube, dass das da unten so wegsickert, weil da unten ist ja irgendwie Wasser. Muss aber auf jeden Fall aus der Zeit sein. Achtung, Finger. Auch hier wieder viele Reste. Das liegt alles so, als ob man das nämlich hier ausgegraben hat. Und dann sind das hier wie so Terrassen. Das sind hier praktisch auf einer Ebene. Dann geht das hier auf die nächste Ebene. Hier sind Treppen. Da konnte man auch direkt so hochgehen. Oh, eine komische Bauweise hier, weil das ist ja hier. Hier geht ja die Tür rein. Da haben wir von oben gerade reingeschaut. Das ist ja hier auch irgendein Gebäude gewesen. So, wir sind jetzt hier einmal, ja, Szenenwechsel sage ich jetzt mal. Wir wollen euch natürlich auch ein paar Sachen zeigen jetzt direkt im Berchtesgaden. Also wir sind jetzt runtergefahren. Da werden auch noch ein paar Sachen kommen. Und was ganz interessant ist, ist hier auf dem kleinen Friedhof direkt im Berchtesgaden, direkt im Zentrum, gibt es hier so eine Wand, die geht, keine Ahnung, bestimmt locker 100 Meter. Und das Interessante ist hier, ich weiß nicht, ob das bei so einem älteren, ja, keine Ahnung, oder ob es hier nur so ist in Bayern, besonders jetzt hier im Berchtesgaden. Man hat jetzt hier solche Gedenktafeln von gefallenen Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das ist hier so gemischt. Und was ich hier ganz toll finde, das sind halt keine Gräber, weil ich vermute mal, dass die Soldaten halt nicht richtig beerdigt werden konnten, sondern man hat dann halt nur die Information bekommen, dass sie halt gefallen sind, aber konnten dann praktisch im Feld nicht mehr geborgen werden. Und dann hat man hier, weil sie jetzt hier aus Berchtesgaden kam, entsprechende Gedenktafeln hier an diese Wand gesetzt. Und das Interessante ist hier, dass man sogar noch überall kleine Fotos hat. Und das macht es, finde ich, auch nochmal ganz persönlich. Hier steht dann auch wirklich da der Name, was er sogar für einen Beruf hatte, was er für einen Rang hatte, wo er gedient hatte, in welcher Einheit und wann er gefallen ist. So, und das wechselt hier. Hier waren jetzt zum Beispiel 2 Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Hier jetzt aus dem Zweiten. Und hier auch gefallen am 24.12.44
in Ungarn im 22. Lebensjahr. Das muss man sich halt wieder vorstellen. Ne? Gerade, ich sage es ja auch mal jetzt mal wieder zur aktuellen Lage, Russland und alles. Ne? Also Kriege, das ist das Ergebnis. Ne? Also was soll ich groß sagen? Da bleiben einem halt wirklich die Worte im Munde stecken. Und man liest halt immer auch drunter, dass die Angehörigen sehr, sehr traurig sind, bei vielen Plaketten auch. Aber ich finde es halt sehr, sehr schön gemacht einfach. Weil es einen sehr, sehr persönlichen Touch, Alter, auch hat. Und nicht einfach nur so ein Grabstein ist. Ich weiß nicht, ob es das auch auf anderen Friedhöfen irgendwie gibt oder ob das hier jetzt in dieser Gegend halt nur so verbreitet ist. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Hier hat man zum Beispiel auch mal einen Soldaten, der ist Jagdflieger gewesen. 18. September 1944 gefallen. Aber es gibt natürlich auch Gräber, wo Soldaten hier begraben wurden. Und schaut euch das mal an, ey, das ist so schön gemacht. Also wirklich mit viel Liebe. Man sieht auch, dass das alles noch so gepflegt wird auch wenn der Stein jetzt hier schon ein bisschen verschmutzt ist, aber ich finde, das hat wirklich den Charakter hier. Und hier auch, dass dieser Georg Dahn in einem Jagdgeschwader gedient hat und 1944 im September mit 20 Jahren wahrscheinlich dann abgeschossen wurde, nehme ich mal stark an. Es scheinen aber hier auch mehrere Söhne gewesen sein, also 3 Stück. Einer hat den Krieg auf jeden Fall überlebt, der war aber auch deutlich jünger. Ja, hallo Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ihr könnt es schon im Hintergrund erkennen. Es ist früh am Morgen. Wie gesagt, man braucht hier mehrere Tage, um wirklich alle Sachen sich auch anzuschauen. Wir haben gestern schon wirklich Stunden hier in dem Umfeld vom Obersalzberg verbracht und auch in Berchtesgaden. Und heute haben wir uns wieder aufgemacht, denn wir wollen euch einen weiteren sehr interessanten Ort hier am Obersalzberg zeigen. Und zwar das ehemalige Bienenhaus. Es gab meines Wissens nach sogar 2 Bienenhäuser. Und dieses Bienenhaus wurde auch von Martin Bormann ins Leben gerufen und von dem Professor Frick oder Professor Fick, wurde es geplant. Das war der Architekt. Und das Bienenhaus ist so ein bisschen mysteriös, sage ich jetzt mal, weil also wir sind jetzt hier in diesem Bereich, hier, Melanie ist gerade hier unten drin verschwunden, da kommen wir auch gleich noch dazu. Hier oben war wirklich das Bienenhaus, man kann sich das vorstellen als so eine Art Holzblockhütte. Mal gucken, ob ich dazu noch mal ein Foto einplanen kann. Und das liegt über 1100 Meter hier hoch. Aber es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil ein Bienenhaus, also Bienen brauchen ja eigentlich halt viele Blumen, Blüten. Und hier ist auch vorher, soweit ich weiß, auch nur Nadelwald gewesen. Also eher ungünstig eigentlich für Bienen. Und es ist ein bisschen merkwürdig halt, warum dann das Bienenhaus hier entstanden ist. Es gab, wie gesagt, weiter unten im Tal, glaube ich, noch ein Bienenhaus, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das Besondere in diesem Bienenhaus ist halt wirklich, dass es hier noch wie so eine Art Kellergewölbe gibt. Und diese Kellergewölbe waren auch eine ganze Zeit lang noch nach dem Krieg vollkommen unbekannt, bis halt ein ehemaliger SS-Wachsoldat in den 1970er Jahren da Hinweise zugegeben hat. Und die werden wir uns jetzt hier auch gleich nochmal im Einzelnen anschauen, weil das ist wirklich sehr interessant da unten. Aber wir gucken erstmal eben, was wir jetzt hier oben noch so finden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel noch eine riesige Steinplatte, die hier übrig geblieben ist, die wahrscheinlich irgendwie ja von dem Fundament stammen muss, weil es ist
Auch nicht ganz klar, wie dieses Bienenhaus hier verschwunden ist. Ob durch Brand, sonst irgendwie abgetragen oder ähnliches. Das kann man so nicht mehr nachvollziehen. Da gibt es keinerlei Quellenangaben. Auf jeden Fall muss hier auch das Fundament irgendwie aus Stein gewesen sein. Also man hat hier nicht nur Holz verwendet, weil das ist eine massive Steinplatte, die hier auch entsprechend bearbeitet wurde. Und wie gesagt, hier kommt man jetzt hier in das Kellergewölbe. Hier sieht man auch noch ein Metallstück, was aus dem Boden kommt. Und es gibt hier auch mehrere Lichtschächte, wo Licht praktisch in diese Anlage hier unten reinkommt. Und das ist da drin halt wirklich sehr mysteriös. Also das werdet ihr auch gleich sehen, wie dieses Gewölbe da aufgemacht ist. Also hier, es gibt wirklich unzählige Lichtschächte, die hier in diese Anlage führen. Und hier oben erkennt man das so gesehen halt praktisch gar nicht mehr. Ne? Es wurde dann irgendwann mal praktisch wieder freigegraben. Also komplett vom Wald so gesehen verschluckt. Das ist der Eingangsbereich hier. So Leute, wir sind jetzt hier reingekommen und hier können wir jetzt schon erkennen, dieses Gewölbe hier. Es gibt ja, in der Architektur dann entsprechende Bezeichnungen dafür, aber die sind mir jetzt gerade auch gar nicht mehr geläufig. Das hat ja damals alles im Kunstunterricht gehabt, wie man diese Art der Gewölbe nennt. Auf jeden Fall erinnert mich das eher erstmal irgendwie an so einen Sakralbau, also eher so kirchenmäßig, da in den Katakomben von irgendwelchen Kirchen unten, wo man so ein bisschen die Heiligtümer aufbewahrt hat oder auch entsprechende Versorgung. Aber ihr müsst euch vorstellen, hier oben stand da halt eine Holzhütte, ne, oder ein Blockhaus und hier unten ist dann so ein Gewölbe. Also das ist schon wirklich sehr merkwürdig einfach. Aber der Architekt da, Professor Fick, der wird sich dabei was gedacht haben, beziehungsweise war ja Martin Bormann der Initiator wieder von dem Ganzen. Aber schaut euch das mal bitte an. Hier unten, das sind solche Betonsockel und dann hier oben halt alles geziegelt. Wir gehen jetzt erstmal eben kurz hier so durch. Sieht wirklich sehr, sehr schön einfach aus. Und hier gab es halt auch einen Sanitärbereich. Das ist leider jetzt alles so nicht mehr vorhanden. Man sieht das nur noch rudimentär mit den Wasseranschlüssen und Abfluss und so weiter. Also hier war damals auch ein Wasserhahn installiert. Vor Jahren, den scheint es auch nicht mehr zu geben. Hier oben sieht man noch was, ein Teil von der Wasserleitung. Aber der Wasserhahn, der ist auch schon weg. Oh, hier guckt man nur in den anderen Raum. Okay. Also kein Versteck in dem Sinne. Aber das sieht schon sehr, sehr spektakulär irgendwo aus. Ja, und hier hat man dann den Honig, den man da oben gewonnen hat, gelagert. Und später soll wohl hier, als der Krieg näher zu Deutschland kam, um 1944 rum, das als Notlager genutzt haben, als Notdepot, weil das Bienenhaus auch dieses Kürzel oder den Beinamen, das Kürzel N2 bekommen hat. Und viele meinen halt, aber das ist halt auch nicht zu 100% verifiziert, dass das Notlager oder Notdepot 2 heißen soll, dass man hier im Obersalzberg halt verschiedene Depots angelegt hat, wo man später dann regulär Lebensmittel gelagert hat. Aber ob das halt wirklich der Tatsache entspricht, das kann man nicht mehr sagen. Auf jeden Fall
halten sich diese Informationen hartnäckig. Ja, kann jeder so seinen eigenen Teil dazu denken, aber das möchte ich nochmal dazu sagen, weil ich will da jetzt nicht irgendwelche Falschinformationen streuen. Was auch noch gesagt wird oder was, aber da gehen wir vielleicht oben nochmal drauf ein, dass zum Ende des Krieges hier 2 Funkwagen hochgefahren sein sollen, bis hier oben auf die Anhöhe und ja, im Prinzip noch Funkverkehr bis nach Südamerika gehalten haben. Auch ein bisschen merkwürdig, ne? Also keine Ahnung, um was es da halt ging, was man da gefunkt hat, weiß ich nicht. Also ein bisschen mysteriös das Ganze hier, ne? Und die sollen sich wohl, also diese Funksoldaten, die da hier gewesen sind, die sollen sich wohl dann auch hier mal mit aufgehalten haben. Vielleicht auch nur zu Unterkunftszwecken, aber das ist alles so ein bisschen, ja, sehr, sehr vage, diese Information dazu. Ja, ich habe diese Information für euch hier nochmal eben rausgesucht bezüglich den Funkbetrieb in den letzten Kriegstagen. April, Mai 1945 wurden 2 Marinefunkwagen auf den Obersalzberg angefordert und unterstellt dem Konteradmiral Jesko von Puttkamer. Und ja, von dort aus wurden verschlüsselte Nachrichten gesendet, Frequenzbereich 34,4 bis 34,8, Verschlüsselung Krokodilcode. Ziel Südamerika. Und das Funkpersonal arbeitete hier im Schichtdienst. Und da das Bienenhaus nur wenig 100 Meter entfernt lag, nutzten die Funker das Kellergewölbe als Unterkunft. Also inwieweit das, wie gesagt, zu verifizieren ist, ist schwierig. Und der letzte Funkspruch wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1945 gesendet. Danach verließen die Funker den Obersalzberg. Das ist noch so ein bisschen das Mysteriöse, warum, was es da halt ging, was da an Informationen übertragen wurde. Keine Ahnung, aber vielleicht weiß ja einer von euch mehr, hat noch irgendwelche Quellen, weil das Thema um das Bienenhaus finde ich wirklich sehr interessant und vor allem mysteriös. Aber ja, vielleicht gibt es noch irgendwo Quellen, die ein bisschen mehr sich dazu äußern, was da hier wirklich abgelaufen ist. Ja Leute, hier wollte ich euch jetzt auch noch mal was Interessantes zeigen. Und zwar ist das hier direkt an dem Kempinski Hotel. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Nur konnte ich damit nichts anfangen, weil das eindeutig nichts mit dem Neubau von dem Kempinski Hotel zu tun hat. Und zwar ist das hier diese brachiale, riesige Mauer, die hier einmal rumgeht. Und oben drüber ist praktisch noch eine. Und hier standen damals Gewächshäuser, die man extra für Hitler auch angelegt hat, um diese vegetarische Ernährung, die er ja durchgeführt hat, ja, zu gewährleisten, dass man hier im Prinzip ja, alles an Gemüse und so weiter anbauen konnte. Da gab es halt hier mehrere Aufbauten. Wie gesagt, 1943 kam diese zweite Etage hier oben noch dazu, also wie man halt Gewächshäuser kennt. Und das ist an der Bombardierung und alles auch so weit zum Opfer gefallen. Und hier daneben stand da noch so ein kleines Häuschen mit weißer Fassade. Das war das Gärtnerhäuschen und gleichzeitig war da auch Pilzzucht drin. Also wenn ihr hier vorbeigeht und euch über diese riesige Mauer wundert, so ging es mir wie gesagt auch, dann wisst ihr, dass hier halt das Gewächshaus stande, ne? Ja, ich hoffe, ihr versteht mich ganz gut, denn ich befinde mich unter einer alten Brücke, die im Rahmen der Alpenstraße errichtet wurden. Davon gibt es ja hier ganz viele, auch weiter oben von der Panoramastraße. Guck mal, da ist zum Beispiel Melanie. Von der Panoramastraße, die hier hinten noch weitergeht. Und diese Brücke befindet sich jetzt zwischen den ehemaligen Siedlungen oder immer noch Siedlungen Buchenhöhe und Klaushöhe, also da wo in der Klaushöhe, was ich euch schon erzählt hatte, die SS-Wachleute und ihre Familien praktisch die Siedlung hatten. Und hier in der Buchhöhe waren ja die Angestellten, die hier oben am Obersalzberg zu tun hatten. Und man hat natürlich hier das Straßennetz gebaut. Und hier ist noch so ein kleines Relikt
von einem dieser Bauunternehmen, was ganz interessant ist, Polenski und Zöllner, die hier unter anderem tätig gewesen sind mit ihren Bautrupps. Und da ist nämlich hier an der Brücke auch noch ein Relief zu sehen, das wir euch hier noch mal zeigen wollten. Und da sieht man das nämlich hier ganz gut. 1941. Und man könnte meinen, das ist ein D, aber hier unten, das ist offen. Das ist ein P für Polenski und Zöllner. Und das sieht man auf einigen Bauwerken hier halt immer noch. Ist ein bisschen versteckt. Wie gesagt, in diese Richtung geht es halt hoch, dann zur Buchenhöhe. Und da hinten ist die ehemalige SS-Siedlung Klaushöhe. Ja, wieder ein sehr interessantes Relikt noch. Und das war ja auch so ein Prestigeobjekt, einfach diese Alpenstraße, Alpenpanoramastraße, die auch hier genutzt wurde. Ja, und hier kann man jetzt noch ein bisschen sehen, hier ist auch noch wie so eine Art Fußweg unter der Brücke her. Aber leider muss ich sagen, hat es auch hier wieder eine Schmiererei reingeschafft. Ein bisschen unnötig. Ja Leute, es gibt wieder einen kleinen Szenenwechsel, denn wir sind jetzt, sage ich mal, in den letzten Zügen unserer Erkundung hier am Obersalzberg und in Berchtesgaden, denn wir sind jetzt direkt in Berchtesgaden nochmal und wollen jetzt mal ein bisschen näher das Bahnhofsgebäude und ehemalige Postamtgebäude, oder ich weiß nicht, ob hier zum Teil immer noch die Post drin ist. Zumindest gibt es hier diese Packstation noch, aber das muss nichts heißen. Und das ist ein ganz bekanntes Bild hier. Überhaupt erstmal allgemein der Bau ist halt wieder richtig wuchtig und extrem. Und man muss sich halt vorstellen, jetzt zu den aktuellen Zeiten sagt man, okay, so ein Bau von der Größenordnung und den Besucherströmen, dem Massentourismus, den man ja doch hier schon an vielen Ecken hat, ist das in Ordnung, dass man so einen großen Bahnhof hat. Aber für die damaligen Zwecke war das einfach zu überdimensioniert. Und es sollte wieder nichts anderes halt darstellen, dass man hier Macht demonstrieren wollte. Gerade wenn jetzt hier irgendwelche hohen Gäste, hier war ja glaube ich auch der König Edward VIII. Müsste das gewesen sein, war ja hier auch Gast, der hier empfangen wurde. Und wir werden uns das Bahnhofsgebäude auch gleich noch mal ein bisschen im Detail anschauen, weil es gibt immer noch einige kleine Spuren und Relikte, die auf diese Zeit deuten, wie halt zum Beispiel dieses Mosaik hier. Und oben jetzt praktisch in dieser Flagge, in der Fahne, die hier diese Person hält, war damals das Hakenkreuz drin. Und das hat man natürlich entfernt und das Mosaik entsprechend verändert. Es gibt noch viele historische Fotos, müsste ich dann mal entsprechend eins einblenden, wo man das dann halt noch ganz gut sieht hier an der Stelle. Wir haben das jetzt mal ein bisschen hier rangezoomt für euch. Wir sind jetzt hier auf der Rückseite des Bahnhofsgebäudes und hier ist so ein Metall-Stahlüberbau hier, der über die Bahngleise geht. Und da könnt ihr noch die Jahreszahl 1937 erkennen, wo ja hier auch die meisten Gebäude in dem Bereich auch errichtet wurden oder wo es halt den Baubeginn gab. Ja, im Bahnhofsgebäude selber sehen wir hier auch noch über die verschiedenen Zugänge in die Bereiche. Ich glaube, hier stand mal irgendwas mit Bus. Das ist so noch schwer zu erkennen. Und hier steht irgendwas mit Gepäck. Und ich weiß nicht, ob das hier irgendwas mit Expressgut oder sowas. Expressgut, kann das sein? Das seht ihr zumindest auf der Kamera wahrscheinlich oder dann im Video. Also ich sehe es sehr, sehr schlecht jetzt hier auf der Kamera. Im Video könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Also ich meine, hier würde Expressgut stehen. Ja, das geht jetzt hier weiter.
hier steht irgendwas. Ich kann es nicht lesen. Und hier geht's weiter. Alles nur noch schemenhaft erkennbar. Schade, ich kann es nicht lesen. Ja, das waren hier auf jeden Fall irgendwelche Schalter, wo man ihm wahrscheinlich auch die Fahrkarten entgegengenommen hat. Und hier ja Schalter 2, Schalter 1 und so weiter. Und man sieht es auch hier, je nachdem, wie das Licht hier gerade fällt und man selber steht, könnt ihr noch die Schatten erkennen. Auch da standen ja irgendwelche Schriften. Man sieht es halt noch in dem Stein, die ganzen Bohrungen. Also es ist aber alles weg. Ja, im Endeffekt muss es genau so ausgesehen haben. Hier ist es noch zu sehen. Zu den Zügen steht hier. Und in diesen Lettern muss es auch überall hier gestanden haben. Auch hier in der Ecke aufgemalt sieht man noch Steig. Also wisst ihr wahrscheinlich, zu welchem Gleis man hier gehen konnte jetzt in dem Bereich. Das war jetzt hier auch der öffentliche Bereich. Es gab auch noch einen separaten Bereich, wo der Führer angekommen ist mit seinem Führerzug, also nur über diesen Zugangsbereich rein und rausgehen konnte. Und wenn man sich auch hier nochmal die Decke anschaut, das ist wirklich Wahnsinn. Diese Gemälde jetzt hier auf der Seite, ich kann noch mal ein bisschen versuchen, hier ran zu zoomen. Wenn das jetzt hier mal so klappt mit der Kamera. Ja. Auf dieser Seite und auf dieser Seite, die sind halt später reingekommen. Es ist 1951, steht da unten in der Ecke. Aber da wird wahrscheinlich früher auch mal was anderes gewesen sein. So, wir sind jetzt noch mal im Berchtesgaden unterwegs, weil wir euch hier noch eine Location zeigen wollten, die auch ganz interessant ist. Wir stehen jetzt hier vor einem Zugang zu einem ehemaligen Bahntunnel und dieser Bahntunnel sollte von Berchtesgaden nach Salzburg führen. Das hat man allerdings nie fertiggestellt. Aber das Interessante noch an diesem Tunnel ist, man hat damals zu Kriegsende von Hermann Göring einen Zug hier abgestellt, voll beladen mit Kunstschätzen, alles was er sich so während des Krieges angeeignet hat, zusammengeraubt hat, wo viele daran beteiligt gewesen sind, ihm die Sachen zu beschaffen. Und das war eins dieser Verstecke, dieser Depots, wo ein Zug halt beladen drin stand. Ne? War jetzt kein supermäßiges Versteck. Ne? Also jeder von den Alliierten, der das hier gesehen hat, hat da bestimmt mal reingeguckt. Von daher weiß ich nicht. Aber das war wahrscheinlich eine ziemlich kurzfristige Aktion einfach. Aber das soll trotz alledem nicht das einzige Versteck gewesen sein. Also es gab wohl noch deutlich mehr Depots, wo solche Sachen halt versteckt wurden. Ob die alle über die Zeit gefunden wurden, wer weiß das schon. Es tauchen immer mal wieder Raubkunstgüter auf. Und auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Und es befindet sich östlich von dem Bahnhof in Berchtesgaden. Schaut mal hier, Leute, was ich hier noch entdeckt habe. Hier gibt es wohl noch einen Luftschutzbunker, auch noch direkt hinter dem Bahnhof. Aber der ist, glaube ich, hier verschlossen. Hier kommt man nicht rein, aber man sieht hier noch deutlich die Tür. Krass. Ja, und hier ist noch ein weiterer Stollen, der hier hinten reinführt und für Luftschutz genutzt wurde. Aber das ist jetzt alles Betriebsgelände, da kann man nicht mehr reingucken. Schade. Und siehe da, da ist noch ein weiterer Zugang zu der Anlage. Hier sehen wir bestimmt ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr seht jetzt zumindest ein bisschen mehr. Vorne ist noch irgendwas betoniert. Und dann sind jetzt hier diverse Kammern. Also tatsächlich haben wir jetzt hier noch einen von diesen Mollbunkern gefunden. Im Berchtesgaden ganz weit oben. Wie gesagt,
Normalerweise waren hier bis zu 30 von diesen Bunkern installiert gewesen. Überall, wo es halt entsprechend kritische Stellen gab. Und wie gesagt, die waren für 2 Personen ausgelegt. Also 2 Personen konnten hier damals rein. Ist auch schon ein bisschen, ja, man kommt hier wahrscheinlich nicht mehr ganz rein. Doch ein bisschen geht's auf, aber hier ist Wasser drin, sehe ich schon. Ja, das ist noch mit einer. Ich glaube, es gibt insgesamt noch 3 Stück. Einen haben wir euch im letzten Video gezeigt, direkt im Sperrbezirk gewesen, etwas weiter oben im Wald, der auch noch sehr gut erhalten war. Hier ist es eigentlich ähnlich. Hier sieht man auch noch mal, ja, wie so eine Art Klinke, und man konnte hier das Ganze entsprechend einstellen. Wie gesagt, das ist einfach nur für Observation gewesen und um sich entsprechend zu schützen. Splitterwirkung ist hier das Thema, aber man konnte da jetzt auch nicht schießen oder sowas. Also das ist ja ein Relikt, was wir hier noch finden konnten. Der Rest ist meines Wissens nach zerstört. Da haben wir euch ja nur ein paar Reste gezeigt. Mehr gibt es da nicht mehr zu sehen. Ja, hier an der Stelle ist sogar noch ein alter Luftschutzbunker. Den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Alles hier betoniert. Da auch. Das war mal ein alter Luftschutzbunker hier. Auch noch einer der wenigen, die hier in dem Bereich erhalten sind. Interessant. Wird jetzt als Mülltonnenplatz benutzt. Ja Leute, an dieser Stelle soll es das jetzt gewesen sein hier in Berchtesgaden. Wir haben euch jetzt hier einige versteckte Anlagen gezeigt. Hier jetzt nochmal von oben, wo es hier im Prinzip in die Luftschutzanlage geht, mitten in den Berg. Ich bin jetzt hier ganz oben. Man sieht hier auch noch einen Weg, der auch nicht mehr begangen wird, und die Befestigung hier an der Seite. Also es ist alles entsprechend verstärkt. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt noch mal einen anderen Blickwinkel bekommen. Der eine oder andere, wie gesagt, wird auch diese Sachen kennen, aber ich sage mal, der Otto-Normalwanderer oder der vielleicht auch frisch in dem Thema hier am Obersalzberg ist, dem wird es auch vielleicht helfen, die ein oder andere Sache zu finden und selber zu erforschen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Locations habt in dem Bereich, dann lasst uns die gerne zukommen. Wir sind nicht abgeneigt, nochmal hier vorbeizufahren und das entsprechend zu dokumentieren. Und ja, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, ein Like ist auf jeden Fall gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.